gibt. Die berühmte Friedrichstraße in Berlin hat schon viele Epochen miterlebt, seitdem sie im 17. Jahrhundert noch unter anderem Namen angelegt wurde. In den vergangenen Jahren schaute ganz Deutschland auf diese Straße, weil die so unterschiedlichen Verkehrskonzepte der Parteien hier sichtbar wurden, im Wechsel vor und nach der Wahl. Erst autofrei mit dem Charme einiger Holzbänke und dann wieder freie Fahrt für Autos vor Fußgängern und Radfahrern. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen flammt die grundsätzliche Debatte über Autos in deutschen Innenstädten neu auf. Dieses Mal ausgelöst von der FDP. Jan-Peter Bartels. Hier in Hannover hatten sie mal die Zukunft so geplant. Autos weg, stattdessen Fußgänger und Fahrräder. Die Innenstadt quasi autofrei mit viel öffentlichem Nahverkehr. Es ist der Plan eines grünen Oberbürgermeisters vor gut einem Jahr. Viele Bürger skeptisch. Ich finde das sehr unglücklich, muss ich ehrlich sagen. Das Projekt sorgt für Kritik, Streit, dann Schlagzeilen, kaum durchsetzbar. Solche Beispiele nennt die FDP gern, wenn sie von grüner Bevormundung spricht. Die Liberalen wollen mehr Autos, ein Grün, das den Weg frei macht. Grüne Welle im Verkehr, weniger Grün in der Verkehrspolitik. Wir sind die Partei der Wahlfreiheit, die aber auch für das Auto die Fahne hochhält. Ein Kulturkampf einseitig gegen das Auto ist ein Kulturkampf gegen die Lebensrealitäten der Menschen. Mehr Autos, mehr Straßenbau, eine Parkflatrate, das alles und mehr schlägt die FDP vor. Der Autoplan soll die Innenstädte beleben und wirkt wie ein Gegenprogramm zu den Grünen. Es klingt für mich wie Vorschläge aus den 60er Jahren und insofern sind die fürs 21. Jahrhundert nicht geeignet. Jetzt Autos und Fußgänger und Fahrradfahrer und Bus und Bahn gegeneinander zu stellen in der Innenstadt macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen alles miteinander denken. Gelb und Grün, in der Ampel so nah, in der Politik so fern. Gerade die FDP wolle sich aktuell ihren Anhängern beweisen, sagen Politikwissenschaftler. Was Parteien in solchen Situationen versuchen, gerade wenn die Stimmung für sie nicht gut ist, ist an Profil zu gewinnen. Das versucht momentan die FDP mit dem Positionspapier zur Verkehrspolitik. Gerade auch vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen, wo die FDP versuchen muss, an die 5%-Hürde dran zu kommen. Aktuell im Wahlkampf der Brandenburger FDP-Chef, der das Papier heute vorstellen darf. Vieles darin kann der Bund nicht selber ändern, sondern nur die Kommunen. Trotzdem setzt die FDP das Thema, provoziert mal wieder die Ampelpartner. Riskiert sie mutwillig die Koalition? Der Generalsekretär wiegelt ab. Überhaupt nicht. Diese Veranstaltung ist gerade eine Veranstaltung der Partei, der FDP. Und ich spreche hier zu Ihnen als Generalsekretär der FDP und nicht als Generalsekretär der Ampel. Heute Vorfahrt für Autos, davor das Bürgergeld, bald wieder der Haushalt. Es bleibt der Eindruck, ein neuer Tag, ein neuer Ampelstreit.